Im letzten Video ging es um Kirgisistan, ein wunderschönes Land. Wir besuchten Nomaden, schliefen in einer Jurte und fuhren über tolle Gebirgspässe. Schließlich wollten wir weiter nach Kasachstan, aber wir kamen erstmal nicht über die Grenze. In diesem Video geht es um Kasachstan. Wir starten von der Grenze, wo wir nicht drüber kamen, fahren am Issyk-Kul-See und der Hauptstadt Bischkek vorbei, passieren die Grenze nach Kasachstan, machen eine Pause in Almaty, besuchen Astana, die Hauptstadt Kasachstans, und fahren weiter durch die unendliche und heiße Steppe nach Russland. So, wir sind immer noch in Kirgisistan. Wir wollten heute ausreisen. Es hat aber nicht geklappt wegen meiner elektronischen Visa. Und so muss ich zurück und einen anderen Grenzübergang nehmen. Genau, und so haben wir uns auch frühzeitig von Oliver getrennt. Der ist weiter nach Kasachstan gefahren und hoffentlich werden wir uns wieder in die Mongolei treffen. Wie viele Kilometer müssen wir jetzt Umweg machen? Also wir müssen jetzt ungefähr 400 Kilometer machen, damit wir nach Almaty kommen. Wir wollten quasi auf die andere Seite, also östlich nach Kasachstan einreisen und dann zurück nach Almaty, damit wir die Berge dort ein bisschen erkunden. Jetzt müssen wir zurück, aber auch nicht denselben Weg, sondern auf die nördliche Seite von Issyk-Kul. Das ist bestimmt auch schön. Und wir verbringen nochmal 2 Tage in Kirgisistan, das ist auch gut. Wie bereits erwähnt, ging es bei der Sache mit der verwehrten Ausreise um ein elektronisches Visum. Das Visum an sich war nicht das Problem, sondern die fehlende Infrastruktur bei diesem Grenzübergang. Die hatten nicht die Möglichkeit, meine Ausreise ins System abzuschließen. Zwar haben wir alles versucht, auf die Beamten eingeredet, dass wir keine Zeit haben, ja sogar ans Schmieren haben wir gedacht, aber half alles nichts. Die Beamten hatten nämlich recht. Hätten sie mich durchgelassen, hätte ich sicherlich beim nächsten Mal Probleme bekommen mit den Behörden wegen dem fehlenden Eintrag in das E-Visa-System. Oliver hatte keine Zeit mehr, um mit uns den Umweg über Bischkek zu machen und fuhr alleine weiter. Für einen langen Abschied war keine Zeit, also ging alles kurz und schmerzlos. Es gibt Brot und kirgisische Berghonig. Das ist so lecker. Ja. Am Straßenrand. Mhm. Und wir schauen, wohin es heute geht, weil wir müssen ja Richtung Bischkek. Wir sind schon am Issyk-Kul angekommen und fahren eine Zeit lang am See entlang. Es ist gar nicht so einfach, eine Unterkunft zu finden. Zwar gibt es genug Hotels und Ferienanlagen, aber die Preise sind nicht für unser Budget. Schließlich finden wir etwas und nach langer Verhandlung bekommen wir ein kleines Apartment. Wir haben zwar keinen Seeblick, aber Blick auf die Berge und einen Pool im Innenhof. Wir nutzen die Waschmaschine und schaffen es, alle unsere dreckigen Klamotten zu waschen und zu trocknen. Obwohl gar nicht vereinbart, kriegen wir am nächsten Morgen sogar Frühstück ans Zimmer geliefert. Und das war überraschend, weil am Abend davor hieß es, wir kriegen das Zimmer billiger, aber ohne Frühstück und wir sollen früh losfahren. Aber gut, uns war es recht. Wir fahren weiter am Issyk-Kul entlang. Issyk-Kul heißt heißer See und er ist ein Gebirgssee, sogar einer der höchstgelegensten Gebirgsseen der Welt. Er liegt im Tian-Shan-Gebirge und wird auch das Herz Tien Shans oder aufgrund seiner landschaftlichen Schönheit die Perle Zentralasiens genannt. Dass er auch heißer See genannt wird, liegt an der Tatsache, dass der See im Winter trotz minus 20 Grad nicht einfriert. Er ist 180 Kilometer lang und 60 Kilometer breit und von der Fläche her ist er 10-mal größer als der Bodensee. In den Issyk-Kul münden 118 Flüsse, aber er hat keinen Abfluss. Früher haben die Sowjets im Issyk-Kul Torpedos getestet, vielleicht eben deswegen, weil er nicht zufriert. Heute ist der See ein Erholungsgebiet, vor allem im Sommer bieten die Strände ein Badeparadies für Jung und Alt. Diese Gelegenheit lassen wir uns nicht entgehen und wir gehen baden und entspannen.
Es dauert nicht lange und wir kommen ins Gespräch mit Einheimischen, die ebenfalls dort Urlaub machen. Gemütlich machen wir uns auf den Weg Richtung kasachische Grenze. Die große Zahl an teuren Autos mit kasachischem Kennzeichen lässt uns vermuten, dass der Essikul für wohlhabende Kasachen aus Almaty ein beliebtes Urlaubsgebiet ist. Das erklärt auch die hohen Preise, die die Hotels entlang des Seeufers verlangen. Wir fahren an der Hauptstadt Bischkek vorbei und nehmen den Grenzübergang, der Bischkek mit Almaty in Kasachstan verbindet. Die Grenzprozedur verläuft problemlos, abgesehen von der Mittagshitze. In der ersten Stadt direkt nach der Grenze können wir gescheit essen, eine Versicherung abschließen und sogar eine SIM-Karte organisieren. Weiter geht es dann ganz entspannt nach Almaty. Wir waren schon mal in Kasachstan. Wer unsere Reise verfolgt hat, hat die Folge 6 gesehen, wo wir gezeigt haben, dass wir den Westen Kasachstans durchquert haben, als wir von Russland nach Usbekistan gefahren sind. Damals waren wir nicht ganz begeistert, haben aber auch nicht so viel gesehen. Schauen wir mal, ob es uns dieses Mal besser gefällt. Der Verkehr auf der kasachischen Seite war erstmal entspannt. Die Straßen waren gut, aber es ändert sich bald alles, als wir Almaty, der größten Stadt Kasachstan, nähern. Immer mehr Baustellen, deutlich mehr Verkehr und sogar das Wetter ändert sich schlagartig und es beginnt zu tröpfeln. Wir kämpfen uns durch und kommen ganz gut voran und finden rechtzeitig unser Hostel. In Almaty wollen wir eine Pause machen. So, wir sind in Almaty. Wir müssen das ganze Wochenende hier verbringen, weil ich erst am Montag zu der Konsulat gehen kann. Genau, weil Samu braucht noch das Mongolei-Visum. Es ist aber nicht schlimm, weil wir schauen jetzt die Stadt an, morgen vielleicht noch den Botanischen Garten. Ja, los geht's. Almaty ist mit rund 2 Millionen Einwohnern die größte Stadt Kasachstans und liegt am Nordfuß des Gebirgszugs Tian Shan. Diese Bergkette ist nur sehr schwer überwindbar. Es hat noch um die 300 Gletscher und der höchste Berg, der Pik Talgar, ist knapp 5000 Meter hoch und von überall in der Stadt zu sehen. Er hat eine sehr alte und reiche Geschichte. Es ist das wichtigste wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes. Es gibt einige Wolkenkratzer, 2 Bahnhöfe, Metro und 2 Flughäfen. Hier war früher die Hauptstadt Kasachstans. Für uns ist die moderne und hektische Stadt ein heftiger Gegensatz zu der Armut in Tadschikistan und Kirgisistan. Ich versuche mir ein Visum für die Mongolei zu organisieren, was aber nicht klappt. Das mongolische Konsulat in Almaty ist geschlossen. Der Konsul selbst wird gerade gewechselt. Das bedeutet, wir müssen jetzt einen Abstecher in die Hauptstadt Astana machen. Das war nicht so geplant. Wir wollten eigentlich aus Kirgisistan den kürzesten Weg nach Russland nehmen. Aber es ist nun mal so. In unserem Hostel bekommen wir jeden Tag leckeres Frühstück und machen jeden Tag Ausflüge in der Stadt. Und gefällt dir die kasachische Essen? Ohne Fleisch geht's. Bevor wir uns auf den 1300 Kilometer langen Weg nach Astana machen, checke ich kurz die Motorräder und schmiere die Ketten. Als wir am nächsten Tag wieder durch die Steppe fahren, erinnern wir uns, dass die Hostelbesitzerin uns fragte, wie lange wir denn mit den Motorrädern bis nach Astana bräuchten. Wir sagten so 2 oder 3 Tage. Sie schaute uns misstrauisch an und sagte, was? Das macht man an einem Stück mit dem Auto und ihr mit dem Motorrad braucht so lange? Na, das ist kein Wunder, so wie Sie hier fahren. Wir fahren entspannt weiter und lassen uns nicht aus der Ruhe bringen. Wenn es länger dauert, dann dauert es länger. Außerdem ist Kasachstan auch für die korrupte Polizei bekannt, die immer mal wieder in der Vergangenheit Motorradfahrer abgezockt hatte.
Das wollen wir gar nicht erst riskieren. Die Erinnerung aus Kirgisistan, wo wir gar nicht mal schnell gefahren sind und trotzdem zahlen mussten, ist in unseren Köpfen noch frisch. So, wir sind jetzt gerade auf dem Weg von Almaty nach Astana und wir haben gerade Mittagspause gemacht. Es gibt gerade nicht viel. Tomaten, Käse, Honig und Melone. Das ist nicht viel, aber so ist es auf Reisen. Und wie ist es? Sehr, sehr, sehr lecker. Ist entschädigt für die Baustelle. Die erste Etappe auf dem Weg nach Astana machen wir bis zum Balkhash-See. Knapp 500 Kilometer haben wir schon gemacht. So, das war jetzt unser Zimmer. Das ist, glaube ich, ein altes Sowjethotel, der renoviert wurde. Das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Wir sind fast fertig und wir gehen gleich runter. So, wir sind gerade bei der Rezeption und wir müssen jetzt kurz warten, denn die gehen kurz hoch und schauen, ob da alles drin ist, was in dem Zimmer war. Dass wir was mitnehmen. Es gibt da auf der Tür auch ein Zimmer, eine Liste, wo alles drin steht, was da im Zimmer gibt. Einen Kühlschrank, Fernbedienung, Fernseher und so weiter. Und das müssen Sie jetzt prüfen, ob alles drin ist. Ja, vielleicht habe ich ja den Kühlschrank geklaut. So, die Sonne ist schon raus. Wir sind jetzt unten im Hof. Es ist schon alles fertig. Es ist schon, gestern war schon sehr heiß. Es war über 40 Grad. Und jetzt in der Früh, keine Ahnung, aber 25, 28. ja. Auch im Zimmer war sehr heiß. Ja. Es gab keine Klimaanlage. Vielleicht hat sie ja jemand geklaut vor uns und dann Ja. gibt es keine. Genau, dann gibt's. Kaffee bei der Tankstelle, weil hier gibt es ja kein Frühstück. Okay. Die Stadt, in der wir gelandet sind, war früher Sperrgebiet. Nicht weit von der Stadt entfernt gibt es eine Militäranlage, wo früher Raketen und Flugabwehrsysteme getestet wurden. Zum Glück müssen wir uns dort nicht länger aufhalten. Überall in der Stadt sind Militärfahrzeuge. Als ich gestern Abend unten in den Hof war, hielt ein Militär-LKW vor dem Tor. Ein Soldat kam herein und erkundigte sich nach den Motorrädern, die im Hof standen. Viele Menschen wollen wissen, was die Motorräder kosten. Es waren einige Motorräder im Hof. Eine Gruppe tschechischer Motorradfahrer war gerade im Hotel einquartiert. Alle hatten neben bestem Equipment auch Reservereifen dabei. Leider waren sie nicht sehr gesprächig und ich konnte nicht herausfinden, ob sie auf eine Weltumrundung waren. So, das ist der Balkhash-See. Eigentlich sehr schön und sehr groß. Aber es gibt hier nichts an den Seeufer. Es ist alles trocken, genauso wie in der Steppe. Wir sind gestern mindestens 100 Kilometer an den See entlang gefahren und es gab eigentlich keine Ortschaft, außer dieser kleinen Stadt. Nichts. Und da gibt es ein sowjetisches Monument. Da ist Susi nicht so gut gelaunt. Ich will Frühstück. Frühstück? Ja. Ja, gleich. Der Balkhash-See ist 35 Mal größer als Bodensee und ist über 600 Kilometer lang, hat aber eine Tiefe von etwa 25 Meter. Eine Besonderheit hat er noch, nämlich, dass er, obwohl nicht in zwei Teile getrennt ist sein östlicher Teil stark salzhaltig und sein westlicher Teil süßwasserhaltig. Das liegt an der niedrigen Tiefe des Sees, die einen Wasseraustausch verhindert und dass der See keinen Abfluss hat. Wie der Aralsee im Westen Kasachstans ist auch der Balkhash-See am Austrocknen. Viele Zuflüsse wurden gekappt und das Wasser für die Baumwollplantagen verwendet. Auch das Nachbarland China nimmt Wasser, das eigentlich in den Balkhash-See fließen sollte. Große Staudämme blockieren die Flüsse in beiden Ländern. Die schlechten Beziehungen zwischen Kasachstan und China lassen nichts Gutes für den Balkhash-See hoffen. Für uns gilt es aber jetzt, eine Tankstelle zu finden, wo wir Kaffee bekommen können. Das ist hier aber in der weiten Steppe nicht so einfach. Und gegessen haben wir auch noch nichts. Die ewig langen Baustellen, die Hitze und der Staub drücken auf die Stimmung. Oder ist es nur der Kaffee? So, wir sind jetzt über 100 Kilometer gefahren. Wir haben immer noch nicht gefrühstückt. Inzwischen ist jetzt wärmer geworden. Wir haben hier angehalten am Straßenrand. Es gibt
Parkplatz, voll vermüllt. Da ist Susi. Und in 5 Kilometer soll eine größere Tankstelle kommen. Dort kriegen wir vielleicht Kaffee und was zum Essen. Schauen wir mal. Einige Kilometer weiter finden wir eine Tankstelle, wo wir tanken können und gleich nebenan eine gescheite Raststätte, die uns ein gutes Frühstück serviert. Warum macht man eigentlich so eine Reise? Ganz oft wird gesagt, um seine Komfortzone zu verlassen. Dazu hat man in Kasachstan definitiv die Gelegenheit. Das Land verlangte vor allem bei unserer ersten Durchreise viel von uns ab. Jetzt bin ich besser, genau. Was macht das mit einem, wenn man seine Komfortzone verlässt? Du gewinnst Ruhe, Gelassenheit, aber auch Selbstvertrauen. Du weißt, wenn ich das geschafft habe, kann ich noch viel mehr. Egal, ob das ein krasser Fahrtag, Verkehr, Motorradprobleme, Korruption, extremes Wetter, Hunger, Krankheit oder die alltägliche Sprach- und Kulturbarriere ist. Jede Situation ist dein Coach und Kasachstan war ein guter Coach. So, wir haben gerade die Hälfte geschafft. Ja, ist ein bisschen anstrengend, weil immer Baustelle ist und man darf nur 50 fahren. Es fährt niemand 50. Aber es ist nicht so heiß wie gestern, das ist gut. Es ist 11:30 und wir haben 34 Grad. Samu braucht eine Koffeinpause. 5 Uhr aufstehen war doch ein bisschen zu früh für ihn. So, wir haben nochmal eine kurze Pause gemacht am Straßenrand. Susi ist weiter vorne. Wir haben jetzt 1 Uhr und es sind etwa 25 Grad, denn es hat vorher kurz geregnet. Das ist gut. Und wir haben noch um die 150 Kilometer noch. Für den Mittag finden wir wieder eine Raststätte, die uns mit einer warmen Mahlzeit versorgt. Was hier in der Steppe auffällt, ist der riesige Unterschied zwischen der Millionenstadt Almaty, dem Reichtum, der überall zu sehen ist, und der Armut hier in der Steppe. Hier fehlt scheinbar vieles, wie man an der Raststätte sehen kann, zum Beispiel die Wasserversorgung. Unglaublich, wenn man bedenkt, dass Kasachstan auf riesigen Bodenschätzen sitzt. Wenn wir in der Hauptstadt Astana ankommen, werden wir diesen Gegensatz noch deutlicher sehen. Kasachstan ist das 9. Land auf der Erde und außerdem der größte Binnenstaat der Welt. Mit 2,7 Millionen Quadratkilometern ist er mehr als 7-mal größer als Deutschland und hat etwa 18 Millionen Einwohner. Die ehemalige Sowjetrepublik liegt etwa in der Mitte Eurasiens, wobei etwa 5% der Fläche geografisch betrachtet zu Europa gehören. Der größte Teil des Landes besteht aus Steppe und Wüste, während sich im Südosten die Berge des Tien Shan bis zu 7000 Metern Höhe erheben. Kasachstan ist eins der rohstoffreichsten Länder der Erde und ist islamisch geprägt und autoritär regiert. Die Hauptstadt Nur-Sultan, wir nennen sie trotzdem Astana, gilt klimatisch nach Ulaanbaatar als die zweitkälteste Hauptstadt der Welt. Wir fahren weiter durch die Steppe und die ewig langen Baustellen. Irgendwie scheint es, dass in ganz Kasachstan das komplette Straßennetz erneuert wird. Das ist natürlich gut, aber für uns jetzt sehr anstrengend. Wir nähern uns gerade der zweitwichtigsten Stadt in Kasachstan aus wirtschaftlicher Sicht, nämlich Karaganda. Witzig, dass es nicht die Hauptstadt ist, aber Karaganda sitzt auf riesige Kohlevorkommen und mit der Arbeitskraft
der unzähligen Kriegsgefangenen und deportierten Menschen war von Anfang an ein Wirtschaftsaufschwung gesichert. Die Bevölkerung Karagandas zählte rund 150 Nationalitäten, unglaublich. Karaganda ist Herkunftsort von etwa 100.000 russlanddeutschen Aussiedlern in Deutschland und ist heute mit einer halben Million Einwohnern die 5. größte Stadt Kasachstans. Für uns gilt jetzt, eine Gastinica zu finden, denn wir haben keinen Bock mehr zu fahren, es ist Nachmittag, es ist heiß und wir müssen uns ein Abendessen organisieren und uns ausruhen. Die Stadt ist gut herausgeputzt, zumindest die Hauptstraßen, mit mehrspurigen Boulevards und Verkehrsregeln. So, wir haben hier eine Gastinica gefunden und Susi geht gleich rein, um zu schauen. Beim zweiten Versuch finden wir eine Bleibe und können uns was zum Essen holen und die Motorräder versorgen. So, das ist jetzt unser Zimmer. Badezimmer, eigentlich okay. Ja, Chaos wie immer. Da habe ich schon meine Kamerazeug zum Laden aufgehängt. Hier am Boden liegt Zeug. Auf dem Bett haben wir schon das Tisch vorbereitet. Unsere Motorradklamotten, die stinken schon wieder. So, wir müssen heute Abend noch essen. Wir haben schon ein paar Kleinigkeiten eingekauft. Und wir haben die hier auf dem Bett vorbereitet. Es gibt hier Auberginenaufstrich, es gibt hier Bohnenkonserve, hier gibt es ein bisschen Käse, Zwiebel, Brot, eine Birne haben wir noch aus Almaty und dann zum Schluss gibt es noch Bier und Gebäck. Zeig mal das Bier, weil das ist cool. Ja. Genau, heute war ein relativ langweiliger Tag eigentlich. Wir hatten 4 Kilometer, wieder über 500, weil wir nach Astana müssen. Eigentlich wollten wir das Visum für die Mongolei in Almaty beantragen, aber der Konsul wird gerade gewechselt oder technische Probleme. Auf jeden Fall wollen sie es dort nicht ausstellen. Und morgen fahren wir nach Astana. Ist schon Freitag und wir hoffen, am Vormittag noch anzukommen, um das Visum zu beantragen. Genau, wir fahren wieder in der Früh los und wir fahren direkt zu dem Konsulat. Wir hoffen, dass wir morgen noch die Visa beantragen können. Es ist nicht klar, wie lange die offen haben und deswegen fahren wir gleich direkt hin. Und dann entweder kriege ich die morgen oder spätestens Montag. Das wäre auch gut. Mhm. Genau. Und vielleicht treffen wir im Astana jemand. Das wäre top. Da freuen wir uns schon drauf. Was mir gerade beim Tagebuchschreiben aufgefallen ist, heute ist der 100. Tag auf unserer Reise. Eigentlich ein Grund zum Feiern, aber das holen wir dann morgen nach. Am nächsten Tag geht es wie gesagt von Karaganda in die Hauptstadt Astana. Als allererstes fahren wir gegenüber in die nächste Tankstelle und trinken einen leckeren Kaffee. In unserem Hotel gab es nämlich nichts. Ab Karaganda sind die Straßen super und wir kommen gut voran. Guten Morgen, es ist kurz vor 9 und wir haben schon über 100 Kilometer gemacht. Es lag vielleicht daran, dass es heute echten Kaffee gab, aber wohl mehr daran, dass die Straße sehr gut ist. Wir haben hier eine neue Autobahn, 4-spurig und es ist echt angenehm nach so vielen Baustellen mit 50 km/h Begrenzung. Ja, das Wetter ist super, die Sonne scheint, wir haben 19 Grad, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja, fast frisch. Zweites Frühstück gibt es auch. Brot, Lebkuchen, Reste von gestern und Käse. Und vielleicht gibt es noch einen zweiten Kaffee mit dem reparierten Kocher. Oh, cool.
So, das hat jetzt geklappt. Habe ich gar nicht gedacht. Der läuft aber nicht so gut. Eta kofes malakom. Nach der Pause kommen wir zügig voran und nähern uns der Hauptstadt Astana. Eigentlich heißt die Hauptstadt Kasachstans Nur-Sultan und wurde nach dem letzten Präsident benannt. Die Stadt hat in jüngster Vergangenheit mehrmals ihren Namen gewechselt. So hieß sie mal Akmolinsk, Zelenograd, Akmola, Astana und jetzt Nur-Sultan. Wir nennen es aber trotzdem Astana, so wie der Großteil der Kasachen. Mit 1,1 Millionen Einwohnern ist sie nach Almaty die zweitgrößte Stadt des Landes. Wir planten eigentlich gar nicht in die Hauptstadt zu fahren, aber die Sache mit dem Visum hat uns einen Grund gegeben. Auf dem Weg von Almaty hierher habe ich noch einen Grund entdeckt, um in die Hauptstadt zu fahren, nämlich meine Batterie, die schwächert und schafft nur mit Mühe, den Motor anzuschmeißen. Dort habe ich schon einige Läden und Basare, wo ich eine Batterie aufzuspüren hoffe, ausfindig gemacht. Aber zuerst war mein mongolisches Visum wichtiger, denn es war Freitag und wir wollten schon heute die Sache erledigen. So fahren wir direkt zum mongolischen Konsulat und ich beantrage das Expressvisum, was ich in etwa 15 Minuten bekomme. Es hat wirklich länger gedauert, bis ich eine Bank gefunden habe und den nötigen Bargeldbetrag abgehoben habe. So, die Sache war dann erledigt und wir fahren dann zu unserem Hostel, das in einem Stadtteil liegt, der eigentlich wie ein Dorf aussieht, aber nicht weit vom Zentrum ist. In Hostel angekommen, treffen wir zwei deutsche Reisende, die wir eigentlich schon länger verfolgen. Wir hatten aber gar nicht auf den Schirm, dass die beiden auch in Kasachstan waren und nur zufällig einen Tag davor gecheckt, dass wir hier in Astana treffen können. Aber lassen wir die beiden doch selber zu Wort kommen. Wir sind Silke Und Jan und auf Weltreise. seit Februar 2018. Gestartet sind wir mit Motorrädern und quer durch den Kaukasus bis in den Iran gefahren. Und dann ist im 6. Monat Iran mein Motorrad gestorben. Nicht zu reparieren, der Motor einfach kaputt und wir brauchten ein weiteres Fahrzeug, denn wir hatten schon unsere China-Reise komplett gebucht gehabt. Und bezahlt. Und wir konnten nicht mehr von der Reise zurücktreten und brauchten daher ein eigenes Fahrzeug, um rechtzeitig am richtigen Datum für unsere Visa und den Guide an der kirgisisch-chinesischen Grenze zu stehen. Deswegen hat Silke unseren VW-Bus geholt. Ich habe die Visa organisiert und wir sind ganz schnell bis nach Astana gefahren, wo wir die beiden getroffen haben. Ich glaube, wir haben 10 Tage gebraucht von Deutschland bis Astana oder sowas mit allem. Wenig geschlafen, viel gefahren. Und kommen ins Hostel und werden erwartet. Total klasse. Übers Internet hatten wir vorher schon Kontakt gehabt und haben dann also so richtig, ich glaube 2 Tage in Astana die Zeit zusammen genossen. Wir haben Schaschlik, Schaschlik gegessen, genau. ganz wichtig, Eis gegessen. Das war ein bisschen komisch in der Farbe. Ja, sind den großen Boulevard auf und ab geschlendert und haben uns Little Dubai angeguckt. Ja, weil, so ist es ein bisschen genau, in Astana. ja, ein bisschen Anders Etepetete. als andere kasachische Städte. Aber ansonsten sind die Kasachen total klasse, freundlich, zuvorkommend, hilfsbereit. Und wir waren am Ende 2 sogar Monate. Wir ja, waren noch mit ein paar mehrmals Unterbrechungen. da. Genau. mehrmals da, bevor wir weitergefahren sind. Dann sind wir nämlich erstmal nach Tibet gefahren mit unserem VW-Bus, den wir vom Einkaufswägelchen zu Hause zum Reisemobil gemacht haben. Ja, bis nach ins südchinesische Meer, nach Hongkong. Hongkong, Dann haben wir genau. umgedreht und sind nochmal durch China gefahren, bis wir in der Mongolei rausgekommen sind. Waren wir auch in Peking mit dem Bus und Ja. sind dann durch die Wüste Gobi gefahren, Offroad, weil
man braucht kein Allrad, wir haben Kedimobil. Haben den ganzen Winter in Sibirien, der Mongolei und dann wieder in Kasachstan verbracht. Wir hatten gar keine Standheizung dafür. Die haben wir erstmal in Russland gekauft und dann wurde es unter -30. Dann haben wir eine Mutterheizung gebraucht. Und, ja. Und die Pandemie hat uns dann dort ausgebremst. Mittlerweile haben wir unseren Bus wieder und befinden uns jetzt 200 Kilometer südöstlich vom Nordkap. Natürlich wieder im Winter. Und wer unserer Reise folgen will, der hat da mehrere Möglichkeiten zu. Bei Insta, bei YouTube, Facebook. Heißen wir Travel Love for You mit einem L. Und einen eigenen Blog haben wir auch noch als motorradreise.blog. Oder travellove.org. Vielen Dank an Jan und Silke für euren Beitrag. Wir werden die Links zu eurem Blog und Website in der Videobeschreibung packen. Wer die beiden auf deren Weltreise verfolgen möchte, kann gern mal reinschauen. Wir haben auch 2 Tage richtig entspannt und sind viel durch die Stadt spaziert, haben Pizza gegessen und Cappuccino getrunken. Astana ist eine verrückte Stadt in der Steppe, das kann man wirklich sagen. Die Hauptstadt Kasachstans gehört zu den futuristischsten Hauptstädten der Welt. Viele Star-Architekten haben hier gebaut. Bisher wurden 10 Milliarden $ aus Kasachstans Öl- und Gaseinnahmen investiert. Viele alte Häuser mussten den modernen Neubauten weichen. Das bekannteste Bauwerk ist ein Turm, der aussieht wie ein Fußballpokal. Für Kasachen, Bayteker, ist der Baum des Lebens. Nach der Legende legte ein Wundervogel, Samruk, sein goldenes Ei auf diesen Baum. Unerreichbar für Menschen, deren Wünsche und Sehnsüchte alle in diesem Ei deponiert sind. Aus dem ganzen Land reisen Besucher an, um sich mit Fahrstühlen in die Kugel bringen zu lassen. Dort kann man auf einem Podest seine rechte Hand in einen Handabdruck legen. Bei der Berührung dröhnt die Musik los. Es ist der originale, in Gold gefasste Handabdruck von Nur-Sultan Nazarbayev, dem Präsidenten auf Lebenszeit. Die knallende, patriotischen Klänge hat er selbst komponiert. Im Zentrum der Stadt erstreckt sich eine monumentale, kilometerlange Fußgängerzone vom Torbau des Energiekonzerns Kazmunaygas an einem Ende bis zur pompösen Residenz des Präsidenten am anderen Ende, für die das Weiße Haus in Washington Vorbild war. Doch vieles wirkt nicht ganz fertig oder gar nicht in Verwendung. Jeder weiß, dass dieser scheinbare Reichtum auf fossile Bodenschätze aufgebaut wurde und so weiterhin erhalten werden kann. Keiner weiß aber, welches Schicksal diese Stadt haben wird, wenn die Geldquelle versiegt. Köp durdu Kız ortası ayazda Жылы күнді шақырды Саусақтары тоңса да Bir суретін бастады Аққа жамылған қағазын алады жаңа Boyauмен суретін салады жылы Есілген самал жел толқынымен дала Жайқалған сезімге толады Күнімде күн аспанда Бүгін көрді жалғызым Сәуле шашты далаға
Die zweite wichtige Sache war meine Batterie, die kaputt gegangen ist. Wir sind dann mit einem Moped in die Stadt gefahren und haben einige Basare für Autoteile besucht und schließlich in einem spezialisierten Laden für Autobatterien eine passende Batterie gefunden, die sogar kleiner und stärker war als die Originale und um die 40 € gekostet hat. Wir waschen dann noch die Mopeds, damit die Russen an der Grenze nicht meckern können, und entspannen die restliche Zeit. Am nächsten Tag fahren wir weiter Richtung Russland. Wir fahren raus aus der Hauptstadt, der Verkehr wird weniger, die Steppe ist aber unverändert. Wir sind in der Zeit mit Oliver in Kontakt geblieben. Er ist eine südöstliche Route nach Russland gefahren und ist ein paar Tage vor uns. Später in die Mongolei werden sich unsere Wege wieder kreuzen. Wir sind mittlerweile tief in der Steppe angekommen. Die Grenze nach Russland werden wir aber heute nicht passieren. Über 300 Kilometer haben wir heute schon abgespult. So, wir sind schon wieder in der kasachischen Steppe. Wir sind heute von Astana losgefahren und heute geht's nach Pavlodar. Das ist diese Richtung. Hallo, willkommen aus Ekibastos. Das ist eine Stadt relativ nah an der russischen Grenze. Wir hatten Hunger und jetzt waren wir einkaufen und wir haben sehr viel und sehr leckere Sachen gekauft. In den Supermärkten gibt es so fertige Salate und die sind sehr lecker. Sieht zwar nicht so schön aus in der Tüte, aber vom Geschmack her wunderbar. Haben wir 2 gekauft. Das ist Vinaigrette, gibt es überall in Russland oder anderen Nachbarstaaten. Etwas mit Mayonnaise, ich weiß nicht genau. Semmeln. Das ist so vegetarischer Gemüseaufstrich-Eintopf mit Bohnen, Frischkäse, Salat, so Fleischaufstrich. Das ist für morgen. Ach so. Bier haben wir noch für heute Abend gekauft. Ja, müssen Berlin feiern. Medved. Ja, und das ist so, ich weiß nicht, irgendeine Spezialität von hier, wahrscheinlich fermentierte Milch. Ähnlich wie Ayran. Das ist normales Kuhmilch und da ist Meloni. Und da haben wir noch Süßigkeiten. Waffeln. Ja, ziemlich voll auf dem Tisch. Was müssen wir feiern? Ja, wir müssen unseren 100. Tag feiern. Aber heute ist doch der 105. Tag. Ja, wir müssen es nachholen. Ja, machen wir heute. Am nächsten Tag fahren wir nach Russland ein. Etwa 280 Kilometer waren geplant. Nicht viel, aber der Grenzübergang kann lang dauern. Үнсіз қалдың тағы үнсіз күтіп таңды жалғыз жылытар жанды тыңда саған жазған әнді үнге сөз қосылса егер алдыға жетелер бір сәтке көтерер үнге көз қосылса егер жамалып кетер ерекше бұл әсер үнсіз қалдың тағы үнсіз күтіп таңды So, wir sind gerade hier in Kasachstan, in der Steppe. Wir sind ungefähr 100 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Wir werden heute Kasachstan verlassen. Wir haben gerade Mittag gemacht, bevor wir an die Grenze antreten, denn man kann ja nicht wissen,
könnte ja länger dauern. Was uns diesmal viel besser gefallen hat in Kasachstan war, zum einen habe ich die Leute deutlich freundlicher empfunden oder wahrgenommen. Wir haben zum Beispiel 4-mal Sachen geschenkt bekommen. Mal eine Essenstüte, mal eine Melone, mal Pfannkuchen im Restaurant. Und es ist nicht ganz so trocken wie in Westkasachstan, wie in der Städte. Es gibt manchmal grünere Gegenden, das gefällt uns auch sehr. Die Städte sind nicht so trostlos, sondern schon schön gemacht mit Blumen, Gehwegen. Ja, wir haben diesmal Almaty und Astana besucht. Das sind sehr moderne Städte und es gab ja alles. Also es gab Cafés und genug Tankstellen mit hochwertigem Benzin. Also man hat ja fast gar nicht erkannt, dass das Kasachstan ist. Mit der Grenze, eigentlich haben wir gelesen, dass sie sehr gut sein soll, ungefähr 1 Stunde soll alles dauern, aber wir werden danach erzählen, wie es war. Im nächsten Video geht es um Russland. Wir erzählen, wie der Grenzübergang verläuft und was wir diesmal in Russland erleben. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, das motiviert uns sehr, und schreibt uns in die Kommentare, ob euch Kasachstan gefallen hat, ob ihr schon mal da wart oder ob ihr sogar plant, Kasachstan zu besuchen. Falls ihr Verwandte aus Kasachstan habt oder ihr selbst von dort kommt, schreibt uns auf jeden Fall in den Kommentaren, wie ihr Kasachstan seht, wie ist euer Eindruck, was bedeutet Kasachstan für euch. Bleibt auf jeden Fall dabei, denn wir kommen der Mongolei immer näher und vielen Dank fürs Schauen.